Hallo, hier ist Na. Heute machen wir Eisbein in dunkler Soße. Meine liebe Rotkochen-Freunde, das ist wieder ein Rezept für euch. Wir verwenden Küchenbrenner, um die Haare und den Geruch von Schwalter zu entfernen. Die angebrannte Schicht abschrubben. Das Eisbein mehrmals abspülen. Lochzwiebel, Ingwer brauchen wir für die Soße, sowie Zitronenpfeffer, Sternanis und Lorbeerblätter in Gewürzbeutel. Speisestärke und Wasser vermischen, um die Soße anzudicken. Braune Candies für die rote Farbe. Eisbein in kaltem Wasser kurz vorkochen. So werden Blut und Dreck entfernt. Schwalter mit dunkler Sojasauce bestreichen. Jetzt karamellisieren wir den Candies. Wenn sich der Candies vollständig in Öl löst und braune Farbe zeigt, mit kochendem Wasser ablöschen. Eisbein hineingeben und aufkochen lassen. Mein Topf ist zu klein. Ihr könnt mit reichlichem Wasser in großen Topf kochen und dementsprechend abschmecken. Abschäumen. 1 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel heller Sojasauce, 1 Esslöffel dunkler Sojasauce, wenig Reiswein, Essig, alle Gewürze auch dazu. Bei kleiner Hitze 90 Minuten köcheln. Wenn ihr auch mit kleinem Topf kocht, das Eisbein ein paar Mal wenden. Das Eisbein ist für Servieren qualifiziert. Wir geben 300 ml Kochflüssigkeit in die Pfanne, aufkochen lassen. Die Stärke-Wassermischung langsam hineingeben, bis eine dickflüssige Soße entsteht. Oh, es ist saftig und lecker.